Meine Antwort auf ein depressives Stimmungstief in der Midlife-Crisis: Musik. Und die Flucht nach vorn zu einem unglaublichen House- und Disco-Festival im Süden von Kroatien. Was ich auf diesem Trip erlebt habe, wie ich zahnlos bei einem Dreier wurde und warum diese Reise der Anfang vom Ende meines Burnouts war, heute bei Mastering Midlife Crisis. Ein Faktor, der den Burnout begünstigt, ist die Monotonie des Alltags. Klar, wenn man Familie mit 3 Kindern hat, kommt man um einige Sachen nicht herum. Sowas wie Essen kochen, Tisch decken, Tisch abdecken, Spülmaschine einräumen, Spülmaschine ausräumen, Wäsche waschen, bügeln, Aufgaben kontrollieren, Tests üben, Kinderkrankheiten überstehen, Arztbesuche und. Tausende von Aufgaben, ihr kennt das sicherlich. Schließlich gibt es dann noch den Job, bei dem man in den 40ern häufig den Zenit der eigenen Karriere erreicht hat. Was einst ein kreativer Traumjob war, ist nun mit Personal- und Budgetverantwortung verbunden. Kreativität? Vergiss es. Monotonie ist der Standard. All das fand in den letzten Jahren unter den Begleitumständen von Corona statt, was bei vielen anderen, aber auch bei mir, die Sinnfrage aufgeworfen hat. Warum mache ich das alles? Muss das alles so sein? Welchen Ausweg gibt es? So war das zumindest bei mir. Und ich kam recht schnell zu der Erkenntnis, dass es eigentlich keinen Ausweg gibt. Die Familie samt Kinder ist real, sie muss versorgt werden. Also muss man arbeiten und Geld verdienen. Deutsche, um nicht zu sagen preußische Tugenden, sind dabei gefragt. Pflichterfüllung als Lebensprinzip. So habe auch ich es gelernt und im Leben häufig befolgt. Nicht fragen, nicht lamentieren, nicht klagen. Einfach weitermachen. Es ist wie es ist, du kannst es eh nicht ändern. Ein fataler Leitspruch, denn er führt in die Isolation, in der man Tag für Tag nur noch mit sich selbst diskutiert. Um am Ende festzustellen, dass es keinen Ausweg gibt. Gespräche mit meiner Therapeutin brachten immerhin ein wenig Bewegung in die Sache. Endlich gab es einen Sparringspartner, mit dem man Sachverhalte diskutieren konnte. Aber der Wille, etwas generell anders zu machen oder gar alles umzukrempeln, dazu fehlte mir weiterhin der Mut. Die Feststellung, dass man ein Leben führt, das von Regeln und Normen begrenzt wird, führt je nach Mensch zu sehr unterschiedlichen Reaktionen. Die einen leben sehr gut damit. Ein Leben in geregelten Bahnen, festes Einkommen, Haus oder Wohnung mit Bausparvertrag oder bereits abbezahlt, im Sommer nach Mallorca oder nach Sylt und wenn das Geld reicht, zu Fasching, Ostern und Silvester raus zum Skifahren oder kurz mal nach Dubai. Dazwischen gibt es halt Meetings im Büro, Elternabende und den Wochenendbesuch bei den Großeltern. Ja, alles ein wenig lästig, aber halt geregelt und somit eigentlich recht okay. Bloß keine Experimente. Und dann gibt es die anderen, die selbsternannten Freigeister. Früher kannte man sie schon auf den ersten Blick. Unkonventionell in Kleidung, Berufswahl und Lebensstil. Seit Corona ist diese Systematik ein wenig durcheinandergewirbelt. Denn auch viele Menschen mit weitgehend geregeltem Leben stellen die Sinnfrage und entscheiden sich mitunter umso häufiger, das alte Leben von heute auf morgen umzukrempeln. Nun findet man sie wahlweise als Yogalehrer in Griechenland oder als Globetrotter im selbst umgebauten Campervan. Live the Adventure, das ist ihr Lebensmotto. Übrigens eine kleine Erkenntnis am Rande. Lass Vertreter beider Gruppen niemals aufeinander los, denn sie sind sich spinnefeind. Die einen tadeln die verantwortungslose Blauäugigkeit der anderen. Diese wiederum verachten die armselige Spießbürgerlichkeit der Erstgenannten. Mein Tipp, misch dich in solche Diskussionen erst gar nicht ein. Ich selbst bewege mich irgendwo dazwischen. Aufgrund meiner Familie, meines Lebenslaufs und meiner Jobstation bin ich zweifellos ein Spießer erster Ordnung. Allerdings wohnt auch ein kleiner Revoluzer in mir, der vor allem dann zutage tritt, wenn man mich reizt oder mir oberlehrerhaft erklären will, dass man dieses oder jenes nicht machen kann, darf oder soll. Dann ist recht. So habe ich es zumindest empfunden, als ich vor über 10 Jahren einen Job als Pressesprecher antrat, der sich bereits nach kurzer Zeit als weitgehend chaotisch entpuppte. Nach 3 Wochen habe ich ihn gekündigt, obwohl ich mit meiner hochschwangeren Frau extra dafür umgezogen war. Nicht mit mir, Herr Fun, aber ich bin raus. Ich habe einige Jahre mit mir gerungen, ob das verantwortungsbewusst oder eher egoistisch war. Und wohl auch deshalb habe ich in den zurückliegenden Jahren so lange mit mir gerungen, wie ich diesem anhaltenden Burnout und den depressiven Episoden entrinnen kann. Weiter aushalten oder ohne Gnade ausbrechen. Büroalltag inklusive Spülmaschine und Elternabend versus Vanlife am Nordkap. Ich fand Argumente für beide Szenarien. Allein eine Entscheidung traf ich nicht. Also habe ich weiter ausgeharrt und ritt mich immer weiter ins Dilemma. Dann entdeckte ich allerdings etwas, was ich schon fast vergessen hatte, aber was mich aus meiner Lethargie herausriss. Musik. Genauer gesagt House und Disco. In den 80ern und 90ern hatte ich selbst hin und wieder als DJ auf privaten Partys und bei anderen Gelegenheiten aufgelegt. Mit den Jahren war das allerdings völlig in den Hintergrund getreten. Nun hatte ich das Independent-Label Defected entdeckt
und auf einmal tat sich eine neue, alte Welt wieder für mich auf. Namentlich konnte ich mit Defected anfangs nichts anfangen. Ein britisches Label, weitgehend außerhalb meiner Wahrnehmung, völlig eine Schande. Denn bei Defected waren und sind all die DJs und Künstler beheimatet, die ich schon immer bewundert hatte und deren Songs ich liebe, wie Bob Sinclair, Mousse T, The Shapeshifters, Dimitri from Paris, Roger Sanchez, John Morales und viele, viele mehr. Fun Fact am Rande, das sind fast alles Männer in genau meiner Altersklasse. Sollte der ein oder andere von Ihnen dieses Video sehen und gerne mit mir über die heilende Wirkung von Dance Music in der Midlife Crisis philosophieren, einfach bitte eine E-Mail hier an mich senden. Bob Simon Moose, I'm waiting for you. Aber zurück zum Thema. Dass diese großartigen Künstler während der Corona-Zeit nicht auftreten konnten, war mein Glücksfall. Denn sie verlegten ihre Sets ins Internet. Defected macht aus der Not eine Tugend und präsentierte seine Stars fast allabendlich bei YouTube. Für mich ein enormer Gewinn, denn Clubkultur, die man als 50-Jähriger ansonsten kaum mehr erlebt, da man dafür ja zu alt ist, landete auf einmal wieder direkt in meinem Wohnzimmer. Welch ein Glücksfall, welch eine Inspiration. Musik als Heilmittel für die Seele. Als die Corona-Regeln im Sommer 2021 langsam wieder gelockert wurden und Veranstaltungen wieder möglich wurden, entdeckte ich, dass auch Defected sein großartiges Festival in Kroatien nach 2 Jahren Pause wieder an den Start bringen wollte. Für mich war sofort klar, da will ich hin, egal was andere dazu sagen. Meine Frau unterstützte das Vorhaben. Allein ich hatte ein Problem. Die kroatischen Behörden erteilten die Freigabe für Defected Croatia erst 5 Tage vor Festivalstart. Ich hatte keine Eintrittskarte, hatte noch nie ein Festival besucht und alle Unterkünfte waren ausgebucht, sodass als einziger Ausweg das Zelten blieb. Ich sage euch, Zelten. Ich und Zelten. Oder Camping. Hatte ich ebenfalls noch nie gemacht. Und ein Zelt besaß ich natürlich ebenfalls nicht. Das war der Punkt, an dem ich das erste Mal seit Ewigkeiten das Heft des Handelns wieder in meinen Händen verspürte. Ich musste mich aus meiner Comfortzone bewegen. Und es lag allein an mir, dieses Abenteuer einzugehen. Eine Flucht nach vorn. Mastering Midlife Crisis im besten Sinne. Dann ging alles sehr schnell. Sonntags buchte ich das Festivalticket. Montags kaufte ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Zelt. Am Dienstagvormittag baute ich es auf. Und am Mittwochmorgen war ich dann nach Kroatien auf. Allein und ohne Begleitung, denn so kurzfristig wollte oder konnte niemand mitkommen. Die Reaktion von Nachbarn und Kollegen auf meinen Ausflug der etwas anderen Art war weitgehend ähnlich. Alle fanden das irgendwie cool, aber zugleich auch sehr schräg. Einige nahmen mich kurz zur Seite und meinten, irre, dass deine Frau das zulässt. Meine würde das niemals erlauben. Ja, ich hatte Glück. Meine Frau nahm auch diesen Ausbruch sehr gelassen hin. Über 10 Stunden fuhr ich also bis nach Tisno in Dalmatien. Am Festivalgelände angekommen, fand ich mich anfangs gar nicht zurecht. Ehrlich gesagt fühlte ich mich am Eingang als Mid-Ager etwas unwohl zwischen all den jungen Leuten. Das Aufbauen des Zelts war zudem ein wahres Desaster, denn ich musste in der Dunkelheit aufbauen und war natürlich nicht mal ansatzweise richtig ausgestattet. Aber am Ende stand das Zelt und ich durfte am Vorabend der Eröffnung die Pre-Party genießen. Das alles war grandios, tolle Musik, eine gute, entspannte Stimmung, freundliche Menschen. Aber noch besser, das Festival definiert sich als äußerst divers. In our house, we all are equal, lautet das Grundmotto von Defected. Und das wird auch so gelebt. Es ist egal, ob du schwul, lesbisch, alt, jung, hetero, bi, dick, dünn oder sonst was bist. Alle Fans vereint die Freude an Dance Music. Und das war verdammt inspirierend. Wer mal einen Eindruck vom Event gewinnen möchte, dem empfehle ich das hier verlinkte offizielle Video zum Festival. Was mein Camping angeht, habe ich in kürzester Zeit einen Crashkurs mitgemacht. In der zweiten Nacht startete Star-DJ Roger Sanchez gegen 4 Uhr morgens. Der Regen prasselte wie verrückt auf die offene Tanzfläche. Ich entschied mich, schnell ins Zelt zurückzuziehen, was auch richtig war, denn es folgte ein Gewitter sondergleichen. Man stellt sich das vor, Roger Sanchez mixt wie ein Teufel, die Bässe dröhnen, es regnet, blitzt und stürmt. Und ich hocke in meinem kleinen Zelt. Nicht irgendwo auf dem Gelände, sondern 60 Meter von der Mainstage entfernt. Beim ersten Festival meines Lebens. Bei meinem ersten Zelten überhaupt. Es war laut, es war grell. Es erschien mir wie der Vorhof zur Hölle. Und zugleich war es rückblickend eines der geilsten Erlebnisse meines Lebens. Okay, ich räume ein. Rückblickend verklärt sich da so manches. Aber ich habe in jenen Tagen enorm viel gelernt. Über mich selbst, aber auch und vor allem über das Zelten. Zum Beispiel, dass man ein Tarp, also ein Überzelt benötigt, da man ansonsten im Zelt bei rund 40 Grad in der Sonne eingeht. Und man sollte ein Solarpanel oder eine Powerstation dabei haben. Also so ein Ding, das ich mir im letzten Teil für mein Fitnessstudio im Keller besorgt hatte. Denn ohne Strom funktioniert das iPhone nicht und ohne Smartphone gibt es kein Social Media, was für ein Festival heutzutage geradezu überlebenswichtig ist. Also bin ich tagsüber mit dem Wagen durch die Gegend gefahren und habe das Handy im Auto aufgeladen, was zugegeben auf die Dauer etwas mühselig und Asche über mein Haupt unter Klimagesichtspunkten natürlich nicht korrekt ist. Gelernt habe ich auch, dass so ein Festival im Zelt unter hygienischen Gesichtspunkten
eine steile Lernkurve bietet. Einer meiner Tipps: geh morgens um 7:45 Uhr zu den Bädern. Dann sind die Toiletten und Duschen frisch gereinigt und man hat fast den gesamten Bereich für sich allein. Denn um diese Zeit ist noch kein britischer Raver unterwegs. Die letzten sitzen eher noch bei einem finalen Bier am Strand. Unterhaltsam ist so ein morgendliches Festivalduschen übrigens auch. Während meines Besuchs zu früher Stunde am 3. Tag hörte ich auf einmal vor der Tür einen anderen Festivalbesucher laut lachend eintreten. Offensichtlich angeheitert und in Begleitung von 2 Damen. Sie verzogen sich hörbar vergnügt in die Kabine neben mir. Während er sich sorgte, dass vielleicht jemand reinkommen könnte, schlugen die Damen alle Sorgen in die Luft. Da kommt keiner rein, hörte ich sie beteuern. Die schlafen doch noch alle oder sind stoned. Einen kurzen Augenblick habe ich darüber nachgedacht, mich zu räuspern und I'm sorry, I hear you zu rufen. Aber ich habe es mir dann doch verkniffen. Sie waren ohnehin schon sehr mit sich selbst beschäftigt und genossen den Spaß zu dritt. Letztlich habe ich mir an der Tür aber dann doch ein kurzes, aber lautes Tschüss, have fun erlaubt. Weg war ich. Ich habe mir recht schnell eingestanden, dass ich diesen Festival-Camping-Trick nicht sonderlich gut vorbereitet hatte. Zumindest nicht für einen Mann jenseits der 50, der sowas nicht gewohnt ist. Aber ich habe mich durchgehalten und mein Ding durchgezogen. Also so zumindest für 3 Tage. Dann habe ich entschieden, in ein 20 Kilometer entferntes Hotel zu ziehen. Mit Dusche, Klimaanlage und Pool vor der Tür. Ich hatte mir genug bewiesen. Das Zelt an der Mainstage ließ ich übrigens bis zum Ende des Festivals stehen. Wann immer ich zwischendurch entspannen wollte, hatte ich also einen Rückzugsort auf dem Gelände. Übrigens war ich im vergangenen Jahr erneut in Tisno bei Defected Treasure. Diesmal allerdings samt Frau und mit den Kindern. In einem feinen Ressort samt Pool in Laufweite des Festivalgeländes. Für die gesamte Familie ein großer Spaß, den es ohne meine kleine Flucht im Jahr zuvor wahrscheinlich nie gegeben hätte. So viel sei gesagt, das Festival-Camping habe ich längst noch nicht aufgegeben. Ich habe mir das wunderbare Edelzelt von Heimplanet ja nicht umsonst gekauft. Aber ich habe mir vorgenommen, beim nächsten Mal technisch aufgerüstet anzureisen. Da muss ich nur noch meine Frau überzeugen. Sie hasst Camping wie die Pest. So viel für heute. Welche weiteren Abenteuer in den kommenden Monaten anstehen, erzähle ich in einer der nächsten Folgen. Bleibt nur noch die Frage des Tages. Wann und wie seid ihr das letzte Mal aus dem Alltag ausgebrochen? Ich bin gespannt auf eure Geschichten hier unter dem Video in der Kommentarspalte. Wenn ihr mehr über mich und das Mastering der Midlife Crisis erfahren wollt, dann klickt doch einfach hier oder hier irgendwo. Und natürlich dürft ihr diesem Video gern ein Like geben und den Kanal abonnieren. Das würde mir und diesem Projekt sehr helfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Mastering Midlife Crisis.